Ich bin Adel der Reisende und ich bin mit meinem Camper und meinen 2 Hunden unterwegs durch Europa und zurzeit in Griechenland auf Peloponnes. Mein nächster Stopp wird hier dieser Strand sein mit diesem wundervollen, verrosteten Schiffswrack. So, hier haben wir das Schiffswrack nochmal von der Seite. Eine richtig schöne Sicht von diesem Parkplatz aus. Und hier unten kann man wohl mit dem Camper stehen. Mir gefällt das hier sehr gut. Die Hunde können schön frei rumlaufen. Gibt es viele Camper, also viele Wohnmobilisten, sage ich mal. Aber es ist recht gemischt. Es gibt auch Vans oder Offroader. Da kommt dann hier so ein kleiner Welpe. Ah, der ist jetzt hier reingekommen. Der will hier Futter haben. Aber der gehört jemandem. Der hat den aus Albanien mitgenommen. Da ist noch ein paar Franzosen, Schwede auf einem Offroad-Fahrzeug. Allerdings ist das Internet hier sehr, sehr schwach. Ja, wie gezeigt, es gibt die verschiedensten Camperformen. Also die meisten sind mit dem Wohnmobil. Der Wohnmobil ist etwas geräumiger. Allerdings fällt man damit sehr stark auf mit so einem weißen Ding. Ich möchte das jetzt nicht negativ bewerten. Ich hätte mir fast auch einen gekauft, weil man da viel Platz hat und man kann viel mitnehmen. Allerdings ein Nachteil ist, und das ist mir dann aufgefallen, als ich diesen Kastenwagen hier dann gekauft habe, man hat ja nur eine kleine Tür. Und jetzt sitzen sie alle da drin und haben eigentlich nicht so viel von dem schönen Wetter draußen. Und das finde ich so schön bei diesem Kastenwagen. Da kannst du alle Türen aufmachen, Seitentür, die hinteren 2 Türen, hast einen freien Blick. Ich könnte die Tür noch aufmachen, dann habe ich hier quasi mein Panorama. Ich sitze drin, aber im Schatten oder im Windschatten und kann schön rausgucken und habe einen schönen Blick, kann hier essen, kochen. Der Kochdunst kann dann schneller entweichen durch die offenen Türen. Und wenn man kocht, man ist nicht drin, man kann rausgucken, man ist quasi so mit dem halben Bein draußen. Und das finde ich schön. Natürlich, wenn das Wetter schlecht ist, dann machst du halt die Tür zu. Und dann ist auch okay. Ja, und man ist mit so einem großen Wohnmobil auch nicht so wendig. Ne? Man findet auch nicht so einfach Parkplätze. Kann nur seitlich irgendwo stehen, wenn man irgendwo anhält. Und mit meinem Kastenwagen, der ist jetzt 5,90 lang, also bis zu 6 Meter Länge, kommst du auf jeden Fall auf größeren Supermarktparkplätzen, kannst du locker da parken. Und ja, und wie gesagt, man ist wendiger, man ist nicht so breit auf den Straßen. Die Straßen sind teilweise sehr, sehr schmal. Da bin ich auch sehr froh, dass ich etwas einen kleineren, kompakteren Van habe. Ich hatte auch schon einen noch kleineren, also einen VW Caddy. Damit bin ich gestartet mal mit meinem Camper, ja, antasten, sage ich mal. Und ja, ich sag mal, für eine Reise im Sommer, wenn das Wetter trocken ist, ist es perfekt, weil du bist noch wendiger, Fähren sind günstiger und Maut ist günstiger, alles ist günstiger. Man kann alles mitnehmen, also man kann einen Kocher mitnehmen, man kann eine Kühlbox mitnehmen, wenn man einen Kühlschrank braucht. Man kann ja, Essen sowieso mitnehmen und Geschirr. Tisch, alles kann man ja mitnehmen. Ne? Nur man ist mehr draußen und wenn es dann regnet, dann ist es sehr, sehr unbequem. Also ich habe das auch schon gemacht, 2,5 Monate mit meiner damaligen Freundin und einem Hund. Und waren wir in den Sommermonaten hier Kroatien, Bosnien und Montenegro und das war richtig schön.
Wir hatten keinen, glaube ich, gar keinen Regentag. Ja, also so zum Reisen kann man auch einen kleineren Wagen nehmen. Aber zum Leben bin ich happy, dass ich jetzt diesen Camper habe. Vor allem sind nicht, also wenn du jetzt im Winter irgendwo bist, überall kommt mal der Regen rüber, hier in Europa. Und oder kann es auch mal ungemütlich draußen sein. Und man hat mehr Platz, man kann sich freier bewegen, man hat einen Tisch, man kann ordentlich essen, sitzen drinnen auch. Ja, dann gibt es diese Offroad-Fahrzeuge, da gibt es dann diese kleinen, also so ein Jeep, wie ich schon vorhin gezeigt habe, oder diese ganz großen LKWs mit so einer Kabine hinten drauf. Die kosten 300.000 Euro, habe ich einen getroffen. Also da musst du schon quasi, dann tauschst du dein Haus ein, was du vorher hattest und kaufst dir sowas. Oder ein Jeep. Mit dem Jeep bist du natürlich wieder wendiger, aber hast weniger, das ist wie so ein Caddy, sage ich mal. Meistens hat man dann noch ein Dachzelt dabei oder so. Bei windigem Wetter oder unangenehmem Wetter nicht so schön. Also für eine Reise finde ich das okay, aber jetzt drin zu leben würde ich nicht machen. Und ja, die LKWs, da kann man auf jeden Fall drin leben. Also da hast du am meisten Platz natürlich, aber bist ja auch nicht so wendig. Du bist super breit. Es ist stressiger rumzufahren. Und ich weiß auch nicht. Bisher habe ich fast jeden Platz anfahren können, auch ohne Offroad, ohne 4x4. Das ist natürlich für Freaks. Also es sind meistens die sind so etwas motorverrückt oder fahrzeugverrückt. Und das ist ja auch okay, also für jeden das Seine. Ich habe jetzt mit dem Wagen ja, das Ideale für mich gefunden. Da kann man natürlich auch selbst ausbauen, wenn man die Zeit dazu hat oder nicht das Geld, sage ich mal. Und ich würde es im Nachhinein auch selber machen, weil vieles hätte ich anders gemacht. Ja, soweit zur Übersicht von den Fahrzeugen. Wenn ihr euch überlegt, selber mal so ein Fahrzeug zu kaufen. Und also wenn ich kein Geld gehabt hätte, ich hätte es auch mit dem Auto gemacht. Ich habe auch schon mal jemanden getroffen, der das mit dem Auto macht und dann schläft er draußen mit einer Plane oder mit einem Zelt irgendwo in der Natur. Und das ist auch hier überall möglich. Natürlich, wenn es regnet, dann ist es auch wieder unangenehm. Ja, alles ist möglich. Es kommt nur auf den Komfort an und was man will und wie abenteuerlustig man ist. Und mit wie vielen Personen man ist. Natürlich, wenn man eine Familie ist, dann ist schon so ein Kastenwagen recht eng. Ich würde das höchstens mit 2 Leuten machen hier. Aber man kann auch hier locker mit 2 Kindern auch drin sein. Aber dann, also für einen Urlaub ist das okay, aber um drin zu leben, würde ich dann eher dann doch auf ein Wohnmobil umsteigen. Okay, jetzt zeige ich euch mal meinen Camper. So sieht er von außen aus, ein Fiat Ducato von Karmann Mobil David 600. Ja, hier ist der Buddy, der schläft hier unten unterm Tisch. Auch während der Fahrt. Aber er kommt auch manchmal nach vorne zum Beifahrersitz. Und das ist der Gordi, der schläft hier, der hat seinen Schlafplatz hier, auch während der Fahrt. Und ich schlafe dann hier auf der Seite. Der Buddy kommt dann meistens abends zu mir. Okay, das Bad habe ich schon im letzten Video gezeigt. Hallo. Und vielleicht zeige ich es noch einmal hier, das ist ein klappbares Waschbecken. Ich kann die Duschbrause rausziehen zum Duschen. Kann ich auch aus dem Fenster raushalten und draußen duschen. Toilette. Die Duschkabine könnte man zumachen, habe ich aber die Tür rausgenommen, damit ich ein bisschen mehr Platz habe.
Kühlschrank, Herd, ja, ist alles. Das ist quasi mein Waschbecken, aber mit Arbeitsfläche. Das ist das Schneidbrett. Das kann ich aber auch drauf lassen, wenn ich nur mal an den Wasserhahn kommen muss. Ja, so sieht es hier aus. Was ich auch sehr praktisch finde, was sich Karmann so ausgedacht hat, man kann hier das hier auch noch als Arbeitsfläche oder Ablagefläche, sage ich mal, nutzen. Den Tisch kann man schön klappen, kann man auch einschieben. Und hier kann man auch so hochklappen. Aber ich nutze ihn meistens so, weil ich brauche die Fläche. Vor allem ich hier meine Kristalle draufstehen habe und meine Pflanzen. Das Schöne hier an diesem Camper ist, dass ich hier so ein Panoramafenster habe, das jetzt gerade sehr schmutzig ist. Und ich dadurch einen richtig schönen großen Platz hier habe. Hier kann man zu viert drin sitzen. So, dann laufen wir mal rum. Und so sieht das Ganze von hinten aus. Ist ziemlich voll. Ich habe zu viel Kram mit. Hier ist Stauraum, da ist die Gasflasche drin. Diesen Tisch kann man übrigens rausnehmen und dann hier an dieser Schiene festmachen und dann kann ich draußen sitzen. Das heißt, ich muss jetzt nicht extra einen zweiten Campingtisch mitnehmen. Aber ich habe das auch noch nie benutzt. Und dann habe ich hier noch eine schöne große Dachluke. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr Anmerkungen habt oder Feedback, was ihr noch wissen wollt oder so, gerne in die Kommentare und dann versuche ich das in dem nächsten Video oder einem der nächsten Videos zu erläutern. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.